Stellen Sie sich vor, es ist ein kühler Morgen irgendwo an der windgepeitschten Küste Skandinaviens im 9. Jahrhundert. Nebel liegt über den Fjorden, das Heulen des Windes vermischt sich mit dem Bellen von Hunden. In einem kleinen Langhaus aus Holz und Torf erwacht eine Familie. Kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Kaffee aus der Maschine, nur Feuer, Rauch und der Geruch von frischem Heu. Doch wie sah ein typischer Tag im Leben dieser Menschen wirklich aus? War das Leben der Wikinger tatsächlich so wild, blutig und kriegerisch, wie Hollywood es uns zeigt? Oder war es eher von harter Arbeit, einfachen Freuden und ständiger Sorge um das Überleben geprägt? In dieser Dokumentation begleiten wir eine fiktive, aber historisch authentisch rekonstruierte Familie aus dem 9. Jahrhundert durch einen einzigen Tag. Von den ersten Sonnenstrahlen bis zur nächtlichen Feuerstelle werfen wir einen detaillierten Blick auf Nahrung, Kleidung, Rituale, Arbeit, Kindererziehung und sogar auf das, was sie dachten und glaubten. Wir stützen uns auf archäologische Funde, Rekonstruktionsprojekte wie das Ribe Viking Center, Oseberg Schiffsfunde und historische Quellen wie die isländischen Sagas. Ziel ist es, das Alltagsleben greifbar, menschlich und nachvollziehbar zu machen und zu zeigen, dass die Welt der Wikinger mehr war als nur Plünderungen und Drachenboote. Bevor wir den Alltag betreten, müssen wir verstehen, in welcher Welt unsere Familie lebt. Wir befinden uns im 9. Jahrhundert, einer Zeit des Übergangs. Europa ist geprägt von Königreichen, Klöstern, Handelsrouten und Kriegen. Skandinavien ist kein geeintes Land, sondern ein Flickenteppich aus kleinen Königreichen und Häuptlingstümern. Die Gesellschaft der Wikinger war streng hierarchisch. Jarls, Adlige, kontrollierten Land und Ressourcen. Karls, freie Bauern und Handwerker, stellten den Großteil der Bevölkerung. Thralls, Sklaven, verrichteten die schwerste Arbeit. Unsere Familie gehört zur Schicht der Karls. Sie sind freie Bauern, die Land besitzen, Abgaben an einen Jarl leisten, aber auch das Recht haben, an der Thing-Versammlung teilzunehmen, einer Art frühdemokratischem Rat. Die meisten Familien lebten in Langhäusern, die zwischen 15 und 30 Metern lang waren. Das Dach war aus Holz und mit Torf bedeckt, die Wände aus Flechtwerk und Lehm. Im Zentrum befand sich die Feuerstelle, die Wärme spendete, Licht gab und als Herd diente. Der Rauch zog nur langsam durch ein Loch im Dach ab, weshalb die Luft stets von Rauch durchzogen war. Archäologische Ausgrabungen wie in Borg, Norwegen, zeigen uns, wie diese Häuser aussahen. Sie waren multifunktional: Wohnraum, Werkstatt, Stall und Lager in einem. Der Speiseplan war stark saisonabhängig. Im Sommer wurden Fische und Fleisch frisch gegessen. Im Winter lebte man von Getreidebrei, getrocknetem Fisch und Käse. Fleisch kam von Schweinen, Schafen, Rindern und gelegentlich Wild. Bier und Met waren verbreitet. Wasser wurde oft aus Brunnen geholt. Die Landwirtschaft war hart. Felder mussten mit Ochsen gepflügt, Heu für den Winter geerntet und Vorräte angelegt werden. Jede Familie musste für den langen, dunklen Winter vorsorgen. Religion war allgegenwärtig. Die Wikinger glaubten an Götter wie Odin, Thor, Freyja, doch auch an Geister, Trolle und Ahnen. Rituale waren Teil des Alltags. Opfergaben an kleinen Hausaltären, Gebete vor wichtigen Unternehmungen. Trotz des Bildes von isolierten Nordmännern waren die Wikinger erstaunlich gut vernetzt. Handelsplätze wie Hedeby oder Birka verbanden Skandinavien mit dem Rest Europas. Bernstein, Pelze und Eisen wurden exportiert, Glasperlen, Seide und Silber importiert. Dieser historische Kontext ist entscheidend, um zu verstehen, warum der Alltag so aussah, wie er aussah. Er war nicht zufällig, sondern das Ergebnis von Klima, Gesellschaft, Religion und Handel. Es ist noch dunkel, als die ersten Geräusche den Schlaf der Familie stören. Ein Hahn kräht, ein Hund schüttelt sich, irgendwo knarrt das Holz des Langhauses. Die Luft ist kalt,
Der Atem bildet kleine Wolken. Am Feuer lodert nur noch schwache Glut. Die Mutter, Osa, steht als erste auf. Sie zieht ihren Wollmantel über und schiebt vorsichtig frisches Holz nach. Der Rauch füllt das Haus, treibt die Kälte zurück. »Steht auf, die Sonne wartet nicht«, ruft sie leise. Der älteste Sohn, Leif, reibt sich die Augen. Der Vater, Eirik, erhebt sich langsam, nimmt seine Axt und tritt hinaus in die feuchte Morgendämmerung. Der erste Gang führt zu den Tieren. Die Kühe müssen gemolken, die Schafe gefüttert werden. Ein Teil der Milch wird gleich getrunken, der Rest in Tonkrügen gelagert, um später Käse herzustellen. Frühstück am Feuer. Das Frühstück ist einfach: warmer Gerstenbrei, süß gemacht mit etwas Honig und ein Stück Fladenbrot vom Vortag. Leif fragt neugierig: »Vater, gehen wir heute zum Thing?« Eirik nickt. »Ja, aber zuerst müssen wir den Zaun am Feld reparieren. Die Schafe sind letzte Nacht ausgebrochen.« Dieser Dialog zeigt, wie der Alltag der Bauern mit Politik und Gemeinschaftsleben verwoben war. Arbeit und Rechtsprechung gehörten zusammen. Vormittagsarbeit, Feld, Wald und Werkstatt. Sobald die Sonne höher steigt, gehen die Männer hinaus aufs Feld. Sie prüfen die Getreidefelder, Gerste, Roggen und Hafer, die Lebensgrundlage der Familie. Archäologische Untersuchungen zeigen, dass das Pflügen oft mit einfachen Holzpflügen erfolgte, die von Ochsen gezogen wurden. Währenddessen bleibt Osa mit der Tochter Runa im Haus. Sie webt an einem Gewichtswebstuhl, eine der zentralen Aufgaben der Frauen. Textilproduktion war ein zeitaufwendiger Prozess. Von der Wollverarbeitung bis zum fertigen Gewand konnten Wochen vergehen. Runa fragt: »Mutter, werden wir bald neue Kleider haben?« Osa lächelt. »Wenn der Winter kommt, wirst du in einem warmen neuen Kittel schlafen. Mittag, Gemeinschaft und Handel. Um die Mittagszeit trifft sich ein Teil der Dorfgemeinschaft. Es wird besprochen, wer den nächsten Handelsweg nach Hedeby antritt, wer Holz für den Schiffsbau liefert. Ein alter Mann erzählt von fernen Ländern, von silbernen Münzen aus dem Kalifat. Hier kann der Sprecher eine Expertenstimme einfügen. Funde aus Hedeby und Birka belegen, dass arabische Silberdirhams in großer Zahl nach Skandinavien gelangten. Das zeigt, wie vernetzt die Wikingerwelt war. Dr. Andreas Möller, Archäologe. Nach dem Gespräch teilen die Familien eine einfache Mahlzeit: getrockneten Fisch, Käse und Fladenbrot. Nachmittag, Handwerk und Vorbereitung. Der Nachmittag ist dem Handwerk gewidmet. Eirik arbeitet in der kleinen Schmiede neben dem Haus. Mit einem einfachen Blasebalg heizt er das Feuer an. Heute repariert er ein Messer, morgen vielleicht eine Axtklinge. Leif schnitzt Holzlöffel, eine Aufgabe, die Jungen oft übernahmen. Runa sammelt Kräuter am Waldrand, die später zum Würzen oder für Heiltränke verwendet werden. Die Kamera könnte hier in ruhigen, detailverliebten Nahaufnahmen verweilen. Der Funke des Schmiedefeuers, das rhythmische Hämmern auf dem Amboss, das Rascheln der Kräuter im Wind. Rituale und Glaube. Am späten Nachmittag, bevor die Sonne untergeht, bringt die Familie ein kleines Opfer dar. Ein Stück Brot und ein paar Tropfen Bier werden auf einen flachen Stein gelegt. Eirik murmelt ein kurzes Gebet an Thor, um Schutz für die Ernte zu erbitten. Der Sprecher kann hier die Glaubenswelt erläutern. Die Religion der Wikinger war nicht auf das Jenseits fixiert, sondern auf das Hier und Jetzt. Opfer sollten das Gleichgewicht zwischen Menschen und Göttern sichern. Abend. Geschichten am Feuer. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, versammelt sich die Familie wieder im Langhaus. Das Feuer spendet Wärme, draußen heulen Wölfe in der Ferne. Nun ist Zeit für Geschichten, über Ahnen, über die Abenteuer großer Helden wie Ragnar Lodbrok. Der Großvater erzählt: Eines Tages werden auch unsere Nachkommen von euch sprechen. Haltet die Ehre der Familie hoch. Kinder schlafen langsam ein, während die Erwachsenen Pläne für den nächsten Tag schmieden. Nacht, Stille und Gefahr.
Nachts ist es still, aber nie völlig sicher. Räuber oder feindliche Krieger könnten das Dorf überfallen. Deshalb hält einer der Männer Wache. Das Langhaus ist verschlossen. Waffen liegen griffbereit neben der Tür. Mit dem Flackern der letzten Glut endet der Tag. Ein Tag voller Arbeit, Glaube, Gemeinschaft und Kampf ums Überleben. Heutzutage interessiert sich die Welt zunehmend für den Alltag der Wikinger, nicht nur für Schlachten und Raubzüge, sondern für das echte Leben. In Museen wie dem Viking Ship Museum in Roskilde oder dem Leyre Experimental Center werden Langhäuser originalgetreu rekonstruiert. Besucher können hier selbst erleben, wie es war, in einem Holzhaus mit Strohdach zu wohnen. Experten wie Dr. Katrin Andersen betonen, nur durch praktische Rekonstruktionen verstehen wir die Feinheiten des wikingischen Alltags, vom Kochen über Handwerk bis zum Bau von Häusern. Zahlreiche Festivals in Skandinavien und England bieten historische Nachstellungen. Familien leben in Zelten, schmieden Metall, weben Stoffe und demonstrieren die Nutzung von Werkzeugen und Waffen. Archäologische Experimente zeigen auch, wie witterungsbeständig Langhäuser waren, wie effizient das Feuer zur Wärmeregulierung genutzt wurde und wie Nahrungsvorräte gelagert wurden. Trotz dieser Rekonstruktion bleiben viele Fragen offen. Wie genau wurden soziale Hierarchien im Alltag gelebt? Welche Ernährung war typisch in verschiedenen Regionen Skandinaviens? Wie verhielt sich die Familie zu Handel, Recht und Gemeinschaft? Die Forschung steht vor der Herausforderung, Fragmente aus Gräbern, Siedlungen und schriftlichen Quellen zu kombinieren. Moderne Technologien wie 3D-Scan, Dendrochronologie und Isotopenanalyse liefern neue Erkenntnisse. Für uns heute ist die wikingische Lebensweise eine Inspiration. Effizienz im Alltag, enge Familienstrukturen, respektvoller Umgang mit Natur und Ressourcen. Die Forschung über den Alltag der Wikinger wird weiter wachsen. Digitale Rekonstruktionen ermöglichen virtuelle Zeitreisen in Langhäuser und Dörfer. Archäologen und Historiker prognostizieren, dass zukünftige Generationen noch tiefer in den sozialen Alltag, die Bildung und die Ernährung eintauchen können. Virtuelle Realität könnte Besuchern erlauben, mit der Familie am Feuer zu sitzen oder Getreide zu ernten, ohne in ein Museum reisen zu müssen. Experten sagen, die Wikinger lehren uns, wie Menschen in herausfordernden Umgebungen organisiert und kreativ sein konnten. Das Verständnis ihrer Alltagskultur kann moderne Lebensweisen bereichern. Ein Tag im Leben einer wikingischen Familie zeigt, Alltag war alles andere als langweilig. Arbeit, Glaube, Handwerk, Erziehung und Gemeinschaft verschmolzen zu einem komplexen System des Überlebens. Wir haben gesehen, wie Männer, Frauen und Kinder ihre Rollen teilten, wie Rituale den Alltag strukturierten und wie Technologie, sei es der Webstuhl oder die Schmiede, das Leben erleichterte. Heute bieten Museen, Festivals und Experimente die Möglichkeit, diesen Alltag wieder zu erleben. Sie erinnern uns daran, Geschichte lebt, wenn wir sie verstehen und praktisch erfahren. Die Lektion für uns: Respekt vor Natur, Effizienz im Alltag, enge Familienbande und Kreativität sind zeitlos. Vielleicht liegt darin ein Teil unserer eigenen Zukunft, inspiriert vom Leben der Wikinger.